Edgar Allan Poe: Die Grube und das Pendel. Lange vergossen im Land der Henker gottlose Scharen, Ströme schuldlosen Bluts, unersättlich im Wahn. Nun, da das Vaterland heil die Höhle des Grabes geöffnet, zeiget sich Leben und Glück, wo einst der schreckliche Tod. Diese Verse waren für das Tor einer Markthalle bestimmt, die in Paris auf dem Platz des ehemaligen Jakobiner-Clubhauses errichtet werden sollte. Von der langen Quälerei war ich ausgepumpt, zu Tod erschöpft, als sie mich endlich losbanden und mir erlaubt wurde, mich aufzusetzen. Ich fühlte, dass mir die Sinne schwanden. Das Urteil, das gefürchtete Todesurteil, war das letzte, was deutlich artikuliert mein Ohr erreichte. Danach verschwamm der Klang der Stimmen der Inquisitoren in ein traumhaft unbestimmtes Gesumme. Es vermittelte meinem Hirn die Vorstellung von etwas sich Drehendem, wahrscheinlich eine Assoziation meiner Fantasie mit dem Rauschen eines Mühlrads. Dies dauerte aber nur kurze Zeit. Dann hörte ich nichts mehr. Doch konnte ich für eine Weile etwas sehen. Aber in welcher schrecklichen Verzerrung! Ich sah die Lippen der Richter in ihren schwarzen Roben. Blutleer erschienen sie mir, weißer als das Blatt, auf das ich diese Sätze schreibe. Und dünn bis zum Grotesken, dünn in der Intensität ihres Ausdrucks von Härte, von unbeugsamer Entschlossenheit, von unerbittlicher Missachtung der Qual eines Menschen. Ich sah, dass diese Lippen immer noch die Beschlüsse aussprachen, die mein Schicksal bestimmen sollten. Ich sah diese Lippen die Silben meines Namens bilden und schauderte, weil kein Ton mich erreichte. Ich sah auch in einigen Augenblicken fiebrigen Schrecks die sanfte und fast nicht wahrnehmbare Bewegung der schwarzen Behänge, die die Wände des Zimmers verhüllten. Und dann fiel mein Blick auf die 7 großen Kerzen auf dem Tisch. Zuerst waren sie mir wie eine Verkörperung milder Güte, wie schlanke weiße Engel, die mich retten würden. Aber dann überkam mich die tödlichste Schwäche. Jede Fiber meines Körpers erzitterte, als hätte ich den Draht einer galvanischen Batterie berührt, während die Engelgestalten zu wesenlosen Gespenstern mit Flammenhäuptern wurden. Und ich wusste, dass mir von ihnen keine Hilfe kommen würde. Dann stahl sich wie ein voller Ton der Gedanke in meinen Sinn, wie süß das Ausruhen im Grab sein müsse. Dieser Gedanke entstand allmählich und wie verstohlen und schien lange Zeit zur vollen Entwicklung zu brauchen. Als er mich aber endlich durchdrungen hatte und fassbar geworden war, verschwanden vor mir die Gestalten der Richter wie durch Zauberei, die hohen Kerzen versanken im Nichts, ihre Flammen erloschen gänzlich, und darauf folgte die Schwärze des Dunkels. Alle Empfindungen schienen von einem rasend rauschenden Absturz verschlungen zu werden, als fahre die Seele in den Hades. Dann Schweigen und Stille. Das Universum war Nacht. Ich war ohnmächtig geworden, möchte aber nicht sagen, dass das Bewusstsein restlos verloren gewesen wäre. Was davon übrig blieb, will ich nicht zu definieren oder auch nur zu beschreiben versuchen. Ganz entschwunden war es jedenfalls nicht. Im festesten Schlaf, nein, nicht im Delirium, nicht in einer Ohnmacht, nicht im Tod, nein, nicht einmal im Grab ist es ganz verloren, denn sonst gäbe es keine Unsterblichkeit für den Menschen.
Wenn wir aus den tiefsten Tiefen des Schlafs erwachen, zerreißen wir das feine Spinngewebe eines Traums. Und doch erinnern wir uns eine Sekunde später, so zart muss das Gespinst gewesen sein, nicht mehr, was wir geträumt haben. Bei der Rückkehr aus der Ohnmacht zum Leben gibt es zwei Stufen. Die erste gibt uns das Bewusstsein der seelischen oder geistigen, die zweite das der physischen Existenz wieder. Es besteht die Möglichkeit, dass wir, könnten wir beim Erreichen der zweiten Stufe die Eindrücke der ersten zurückrufen, diese Eindrücke von Erinnerungen an den Abgrund darunter gedrängt fänden. Und dieser Abgrund, was ist er? Wie sollen wir seine Schatten von denen des Grabs unterscheiden? Wenn aber die Eindrücke der von mir als erste bezeichneten Stufe nicht durch einen Akt des Willens zurückgeholt werden können, kommen sie denn nicht ungebeten nach langer Zeit von selbst und wundern wir uns nicht, woher sie aufsteigen? Wer nie ohnmächtig geworden ist, sieht keine fremdartigen Prunkgebäude oder seltsam vertraute Gesichter im Glühen der Kohlen, noch auch unheilvolle Erscheinungen, die in der Luft schweben, unsichtbar für die vielen. Er macht sich keine Gedanken über den Duft einer fremdartigen Blume. Sein Gehirn grübelt nicht über die Bedeutung einer Tonkadenz, die ihm vorher nie auffiel. Bei den künftigen und gedankenschweren Bemühungen, Erinnerungen wachzurufen, bei den ernsthaften Anstrengungen, irgendeine Besonderheit des Zustands scheinbaren Nichtseins zurückzuholen, wohin meine Seele entglitten war, gab es Augenblicke, da ich von einem Lohn der Mühe träumte, kurze, sehr kurze Zeiten, in denen ich Erinnerungen heraufbeschwören konnte, von denen ich mir später bei klarem Verstand sagte, dass sie nur zu jenem Zustand anscheinender Bewusstlosigkeit in Beziehung stehen konnten. Diese Erinnerungsschatten lassen undeutliche große Gestalten vor mir erstehen, die mich aufhoben und schweigend hinuntertrugen, hinunter, immer tiefer, bis mich bei der bloßen Vorstellung von der Unbeendbarkeit des Abstiegs ein schrecklicher Schwindel überfiel. Sie erzählen mir auch von einer unbestimmten Angst im Herzen, und zwar wegen der unnatürlichen Stille eben dieses Herzens. Dann herrscht auf einmal das Gefühl von Bewegungslosigkeit vor, als hätten die, die mich trugen, eine geisterhafte Prozession, bei dem Abstieg die Grenze des Grenzenlosen überschritten und müssten, erschöpft von ungeheurer Anstrengung, eine Ruhepause einlegen. Dann weiß ich von Flachliegen und Feuchtigkeit. Und nun ist alles Wahnsinn, der Wahnsinn eines Gedächtnisses, das sich mit bedrohlichen Dingen abquält. Ganz plötzlich wusste ich wieder von Bewegung und Klang, dem stürmischen Herzschlag, und in den Ohren hörte ich die Laute seines Klopfens. Dann wieder eine Pause, alles leer und still. Wieder Geräusche, Bewegung, eine Berührung, ein durch den Körper zuckendes Zittern, das Bewusstsein, noch zu existieren, keine Gedankentätigkeit, ein Zustand, der lange dauerte. Dann auf einmal ein Gedanke, schauernde Angst und eine große Anstrengung, meine wahre Lage zu begreifen. Der lebhafte Wunsch stieg in mir auf, wieder in Gefühllosigkeit zu versinken, und wieder lebte die Seele auf. Der Versuch, mich zu bewegen, hatte Erfolg. Gleich darauf kam mir die volle Erinnerung zurück. Die Verhandlung, die Richter, die schwarzen Wandbehänge, das Urteil, der Schwindel, die Ohnmacht. Alles Folgende blieb im Vergessensein. Dies konnte ich mir erst viel später, in angestrengten Mühen, aber auch nur dunkel, ins Gedächtnis zurückrufen. Bis dahin hatte ich die Augen nicht geöffnet.
Ich spürte, dass ich ungefesselt auf dem Rücken lag. Ich streckte die Hand aus, die schwer auf etwas Feuchtes, Hartes fiel. Ich ließ sie einige Minuten darauf liegen, während ich mich abmühte, mir vorzustellen, wo ich und was mit mir sei. Es verlangte mich, die Augen zu gebrauchen, aber ich wagte es nicht. Ich fürchtete mich vor dem ersten Blick auf die Dinge um mich. Nicht, dass ich Angst gehabt hätte, Schauderhaftes zu sehen, aber es graute mir davor, dass es gar nichts zu sehen geben könnte. Voll Verzweiflung im Herzen riss ich sie schließlich auf und fand meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Die Schwärze ewiger Nacht umgab mich. Ich rang nach Atem, denn die gleichsam spürbare Dichte des Dunkels drückte erstickend auf mich. Die Luft war unerträglich beklemmend. Immer noch lag ich bewegungslos und mühte mich, den Verstand arbeiten zu lassen. Ich rief mir das Inquisitionsverfahren ins Gedächtnis zurück und versuchte, mir daraus meine wirkliche Lage abzuleiten. Das Urteil war ausgesprochen worden, und mir schien, es müsse seitdem eine sehr lange Zeitspanne vergangen sein. Keinen Augenblick hatte ich mich für tot gehalten, denn eine solche Vorstellung, was man auch in Romanen lesen mag, ist mit der Wirklichkeit gänzlich unvereinbar. Aber wo und in welcher Situation befand ich mich? Die zum Tod Verurteilten wurden, wie ich wusste, in der Regel anlässlich der Auto da fe hingerichtet, und deren eines hatte abends am Tag meiner Verhandlung stattgefunden. War ich in den Kerker zurückgebracht worden und sollte ich das nächste abwarten müssen, das wohl erst in einigen Monaten abgehalten wurde? Dies konnte nicht sein. An Opfern war Mangel, und außerdem hatte meine bisherige Zelle wie alle der in Toledo Verurteilten Steinboden und einen, wenn auch schwachen Einlass für Licht. Ein schrecklicher Gedanke trieb mir das Blut in Stößen ins Herz, und für kurze Zeit fiel ich wieder in Bewusstlosigkeit. Ich kam wieder zu mir und mühte mich auf die Füße. Ein konvulsives Zittern überfiel mich. Ich warf die Arme über und um mich in alle Richtungen, traf aber auf nichts. Aus Angst, in den Mauern einer Gruft eingeschlossen zu sein, wagte ich keinen Schritt. Schweiß brach mir aus allen Poren und stand in großen, kalten Tropfen auf meiner Stirn. Die Qual der Ungewissheit wurde allmählich unerträglich, und so bewegte ich mich vorsichtig vorwärts, die Arme ausgebreitet. In der Hoffnung, einen schwachen Lichtschimmer zu erhaschen, strengte ich die Augen so sehr an, dass sie aus den Höhlen treten wollten. Ich tat Schritt um Schritt, aber immer noch war alles dunkel und Leere. Ich atmete etwas freier. Es wollte mir scheinen, dass mein Schicksal wenigstens nicht das Allerschlimmste sei. Während ich noch immer behutsam weiterging, überfiel mich nun die Erinnerung an 1000 unbestimmte Gerüche von den Schrecken Toledos. Von den Verließen waren seltsame Dinge berichtet worden. Ich hatte sie immer als Faseleien betrachtet, aber eigenartige Dinge immerhin und so haarsträubend, dass man sie nur flüsternd wiederholte. Hatte man mich in dieser Unterwelt von Dunkelheit zum Verhungern zurückgelassen? Oder erwartete mich vielleicht ein noch schrecklicheres Schicksal? Das Ende würde der Tod sein, und zwar ein Tod von mehr als gewöhnlicher Grausamkeit, denn ich kannte den Charakter meiner Richter zu gut, als dass ich daran gezweifelt hätte. Die Todesart und die Todesstunde waren alles, was mich beschäftigte und quälte.
Endlich trafen meine ausgestreckten Hände auf ein festes Hindernis. Es war eine Wand, anscheinend aus Steinen gemauert, sehr glatt, schleimig und kalt. Ich folgte ihr tastend und tat in Gedanken an gewisse Berichte aus alter Zeit jeden Schritt sorgfältig und misstrauisch. Dieses Vorwärtsgehen gab mir aber keine Möglichkeit, die Ausmessungen meines Gefängnisses festzustellen, da ich es umrunden und an den Ausgangspunkt zurückkommen konnte, ohne es zu merken. Von so einheitlicher Beschaffenheit schien die Mauer zu sein. Ich suchte daher nach dem Messer, das ich in der Tasche gehabt hatte, als man mich in den Inquisitionsraum geführt hatte, aber es war weg. Meine Kleider waren gegen einen Umhang aus rauer Särge vertauscht worden. Ich hatte vorgehabt, die Klinge in irgendeine kleine Ritze des Mauerwerks zu treiben, um den Ausgangspunkt zu markieren. Dieses Problem war nichtsdestoweniger unbedeutend, wenn es mir auch in meinem verwirrten Gemütszustand zuerst unlösbar erschien. Ich riss einen Teil des Saums von dem Umhang und legte den Streifen der Länge nach senkrecht zur Wand auf den Boden. Wenn ich mich rund um das Gefängnis getastet hatte, musste ich unfehlbar am Ende wieder auf den Fetzen treffen. So wenigstens dachte ich. Hatte aber nicht mit der Ausdehnung des Verlieses und auch nicht mit meiner Schwäche gerechnet. Der Boden war feucht und schlüpfrig. Ich schwankte einige Zeit weiter, stolperte und fiel hin. Übergroße Erschöpfung verleitete mich, der Länge nach liegen zu bleiben, und kaum lag ich, als mich der Schlaf überwältigte.